ihr großen und kleinen Chaos-Kätzchen. Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich dachte mir, ich mache jetzt mal die Hauptstory weiter und lasse das Quidditch stehen und ein Spezialabenteuer haben wir gerade auch nicht hier, deswegen will ich mal hier weitermachen und wir gehen zu Madame Pomfrey wegen schlafwandelnden Schülern. Beeilen Sie sich, Miss Clark. Ich bin mit der Behandlung der Patienten beschäftigt. Sie alle leiden unter den schlafwandelnden Fluch. Ich glaube schon, manche Schlafwandler sind nach dem Aufwand sofort wieder normal. Andere wachen überhaupt nicht auf. Kann ich helfen? Nein? Professor Snape ist dabei, einen Drang zu brauen. Ansonsten müssen wir abwarten, bis der Flug gebrochen ist. Flug? Was ist ein Flug? Fluch! Was brauchst du, Ravi? Bringen Sie mir den Bandagierzauber Ferula bei? Ich möchte schlafwandelnden Schülern helfen, die sich verletzten oder mir selbst, wenn es sein muss. Es scheint wichtig zu sein, dass ich Ihnen diesen Zauber beibringe. Aber passen Sie gut auf, denn ich werde ihn nur einmal vorführen. Nun, jetzt wissen Sie, dass der Ferule Aufmerksamkeit erfordert und einer meiner meistverwendeten Zauber ist. Und dass jetzt bei korrekter Ausführung Verbände erscheinen und sich die Wunde wickeln. Probieren Sie es aus. Tun Sie, als ob sein Arm verletzt wäre. Und wirken Sie den Zauber auf sich selbst, Miss Clark. Okay, machen wir. Mal sehen, wie es wird. Ferula. Es hat funktioniert. In der Tat, wie bei allen Heilzaubern hoffen wir, dass wir ihn nie brauchen werden. Ja, das kann durchaus gut möglich sein. Dann sammeln wir das hier noch ein. Das hier auch. Was ist jetzt dran? Mit Rocketpick sprechen. Gut, dass Sie alle zurück sind. Ich hatte erwartet, dass sich mindestens ein Schüler vor der Konkurrenz versteckt. Ich meine Sie, Mr. Gruber. Bitte nicht. Welchen Fluch werden Sie uns heute beibringen? Heute werde ich Ihnen nichts beibringen, Miss Morrow. Sie werden einander gegenseitig unterrichten. Flüche? Flüche, Zauber, Verwandlung, Tränke, Schläge. Ich habe noch nie viel von Einschränkungen beim Duell gehalten. Wer soll uns miteinander duellieren? Wie Sie alle wissen, ist es höchst unwahrscheinlich, dass Sie ein verwunschenes Verlies ohne einen Kampf betreten werden. Duelle sind der beste Weg, Ihr Kampfgeschick zu verbessern. Wie sonst sollen wir meinen neuen Assistenten küren, als mit einer Runde Duelle? Mit wem möchten Sie sich duellieren, Miss Clark? Merola. Falls es nicht aus wieder gegen mich verlieren. Ich werde das Grinsen aus dem Gesicht wischen und Hagrids Köter verfüttern. Wehren Sie sich nicht zu sehr, Miss Sidney. Nach meiner Erfahrung ist Ihr Mundwerk schärfer als Ihre Magie. Bereiten Sie sich auf Ihre Duelle vor. Wir werden sehen, wer es verdient hat, das nächste verwunschene Verlies zu betreten. Wir gehen auf hinterhältig, obwohl es manchmal ein bisschen dumm sein kann, aber es ist mir egal. Wir nehmen Flipendo. Ich mag den Zauber. Weil es je mehr Tapferkeit haben, umso besser mit dem Schaden. Das ist bei der Heilung drüben. Ja, dann nehme ich einfach auch wieder Flipendo. Weil sie ja schon irgendwie gut gehen. Irgendein Feuerzauber, okay. Die werden Verbrennungen haben. Und jetzt, nein. War das war hier? Gut. Es ist so eine. Jetzt ist die Frage, was nimmt sie? Okay, gut, sie geht dahin, das ist gut. Dann habe ich sie dahin reingetrickst. Und dann nehmen wir die Pulso. Und hätten oder haben hoffentlich somit gewonnen.
wenn es genug Schaden macht. Ja, wir haben gewonnen. Ich glaube, das zweite oder dritte Mal, dass wir gegen sie gewinnen. Wenn ich schon Level aufstieg. Gut gemacht, Miss Clark. Ich würde mir etwas mehr Boshaftigkeit wünschen, aber das kommt bestimmt mit der Zeit. Ich werde niemals aufgeben, Clark. Das reicht für heute. Sie erhalten einen Brief, wenn die Zeit für unser nächstes Treffen gekommen ist. Halten Sie Abstand, Miss Clark. Ich möchte Ihnen einen Zauber beibringen, der mit Ihren Interessen zu tun hat. Wie wäre es mit einer Privatstunde? Ja, natürlich. Ich möchte alle Zauber lernen, die es gibt. Ich schätze Ihre Entschlossenheit und Ihr Wissensdurst. Ich schicke Ihnen eine Eule, wenn Ihr Privatunterricht beginnt. Viel Glück in der Zwischenzeit bei Ihrem Versuch, den verbotenen Wald zu betreten. Bitte was, woher weiß sie das? Woher weiß sie das? Dass wir da rein wollen. Alles klar, sind wir schon mal da und das steht auch schon. Hey Charlie, ich glaube, ich bin bereit, den verbotenen Wald. Ich habe für Ruder, Vermilius und meine Flugkünste trainiert. Wo ist dein Besen? Du hast keinen eigenen Besen, richtig? Nein, meine Mutter hat es mir verboten, nachdem mein Bruder verschwunden ist. Wie willst du denn ohne Besen fliegen? Ich weiß, aber ich muss unbedingt in den verbotenen Wald, Charlie, und fliegen ist der beste Weg. Schon in Ordnung, wir sollen uns einen Plan ausdenken, um dir einen passenden Besen für deine Mission zu besorgen. Meinst du wirklich, ich sollte Madame Huch nach dem Besen fragen? Es lässt sich bestimmt ein Besen aus dem Klassenzimmer mitnehmen. Sag ihr einfach, dass du fürs Quidditch-Team trainieren möchtest. Und was, wenn sie Nein sagt? Du kannst immer noch Professor Snape nach seinem Besen fragen. Was ist denn an Snape auf einem Besen so lustig? Jetzt einfach mal was ich sage. Verzeihung, Madame Huch. Was geht's, Miss Clark? Ich habe im Moment nicht viel Zeit. Ich wollte fragen, ob ich einen der Besen aus dem Klassenzimmer ausleihen darf. Nach dem Unterricht selbstverständlich. Damit ich trainieren kann, um ins Quidditch-Team von Slytherin zu kommen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir, Miss Clark. Darf ich fragen, warum? Nein. Bitte, Madame Hof, würden Sie bitte mit mir darüber reden? Es ist wirklich wichtig. Gut, beeindrucke mich im Unterricht und dann werde ich mit dir über dein plötzlichen Bedürfnis nach einem Besen unterhalten. Sie können gehen, mit Ausnahme von Miss Clark. Sie waren wirklich gut im Unterricht, also beantworte ich Ihnen Ihre Frage nach dem Ausleihen eines Besens. Warum möchten Sie unbedingt einen meiner alten Besen ausleihen? Das habe ich doch gesagt, damit ich trainieren kann, um ins Quidditch-Team von Slytherin zu kommen. Sie lügen. Ich werde es noch einmal fragen und ich empfehle Ihnen, mit der Wahrheit zu sagen. Na gut. Ich sage einfach mal die Wahrheit. Um den Fluch zu brechen. Sie sind unglaublich töricht, aber ich schätze Ihre zögerliche Ehrlichkeit. Der Schulleiter hat seit dem Zwischenfall am Schwarzen See verboten, Besen zu verleihen. Welcher Zwischenfall am Schwarzen See? Irgendjemand ist mit einem Besen über den Schwarzen See geflogen und aus irgendeinem Grund immer wieder ins Wasser getaucht. Davon haben Sie vermutlich nichts gehört. Nein, das habe ich nicht. Diesmal glaube ich Ihnen sogar. Halten Sie sich von Ärger fern, Miss Clark, und lügen Sie mich nie wieder an. Hätte mir eine Lüge gesagt, hätte sie es trotzdem herausgefunden. Ja. Mal schauen, was haben wir noch? Wir überspringen es trotzdem mal hier und gehen mit unseren Freunden way. Die Frage ist nur, wie machen wir es jetzt, dass wir in den verbotenen Wald reinkommen? Weil ohne Besen kommen wir nicht rein. Das ist ja das große Problem. Wie ist es mit Madame Huch gelaufen? Lässt er sich einen Besen ausleihen? Nein, aber eine Zeit lang war ich mir sicher, dass sie mich umbringen wollte. Es könnte also schlimmer sein. Nach dem Zwischenfall am Schwarzen See darf niemand mehr einen Besen ausleihen. Welcher Zwischenfall? Warst du das, Tulip? Leider nicht, ich dachte an Tonks, aber sie streitet auch alles ab. Meine Fliegerei wird langsam besser, aber ich würde mich nie über den Schwarzen See fliegen, solange der Riesenkrage dort lebt. Riesenkrage? Hast du noch nie von dem Riesenkragen im Schwarzen See gehört?
Manchmal füttere ich ihn mit Haferflocken. Naja, Hexen und Zauberer wären ihm bestimmt lieber. Das ist hochinteressant, aber ich brauche einen Plan, wie ich einen Besen beschaffen und in den verbotenen Wald fliegen kann. Wir denken uns schon was aus. Lass uns beim Lernen darüber sprechen. Wir sollten nicht so laut sprechen. Habe ich recht, Madame Pines? Psst. Ich liebe es, Sie zu ärgern. Ich weiß, Tulip, aber wenn ich in den verbotenen Wald gehen kann, dann finde ich vielleicht das nächste verlorene Verlies. Damit kann ich womöglich den schlafwandenden Schülern helfen und vielleicht sogar einen Hinweis auf meinen Bruder finden. Darum sollten wir uns darauf konzentrieren, einen Besen für mich zu beschaffen. Das klingt, als hätten wir einige Optionen, um einen Besen zu beschaffen, mit dem ich in den verbotenen Wald fliegen kann. Aber das Beste wäre, wenn wir einfach einen Besen klauen, den Abigail verwenden kann. Das stimmt. Und nicht nur, weil es meine Idee war, möchtest du wirklich einen Besen stehen, Abigail? Ja. Nicht wirklich, aber ich muss in den Wald fliegen, um den schlafenden Fluch zu brechen und meinen Bruder zu finden. Wir könnten von Filch stehlen. Na klasse, das hättest du auch gleich sagen können. Er konzentriert ständig Besen von Schülern und wir holen uns einfach einen dieser Besen zurück. Wir brauchen eine Ablenkung, irgendwas von Zonks in Hogsmeade. Habe ich erwähnt, dass mir ihre Denkweise gefällt? Bis später, Madame Pines. Psst. Okay, den Rest machen wir im nächsten Video, sonst wird es hier zu lang und ich kann es nicht mehr auf YouTube hochladen. Das heißt, wir sehen uns beim morgigen Video wieder. Dann bis später, haut rein.